herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sitze ich mal wieder zu Hause, denn ich möchte euch ein bisschen was erzählen. In Zusammenarbeit mit Gogo Nihon habe ich mich nämlich mit den Sprachreisen beschäftigt, die sie nach Japan anbieten, und die möchte ich euch in diesem Video ein bisschen genauer vorstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und here we go! Gogo Nihon bietet über ihre Website StudyTrip, die ihr hier sehen könnt, eine nette Anzahl an Sprachreisen nach Japan an, aber auch nach Korea und Spanien. Schaut also mal vorbei. Diese Sprachreisen dauern meist 2 bis 4 Wochen und es gibt spezielle Themen, für die ihr euch entscheiden könnt. Ich zeige euch mal kurz, was derzeit im Programm ist, während ich dieses Video drehe. Da gibt es unter anderem eine Herbstreise im November, wo man das wunderschöne Herbstlaub entdecken kann, eine Weihnachtsreise, um das weihnachtliche Tokio zu sehen, und einen Wintertrip im Januar 2019, den wir noch ein wenig genauer anschauen werden. Eine Sprachreise ist natürlich dafür da, damit man die Sprache lernt. Deshalb findet am Vormittag meistens ein Sprachkurs statt, bei dem ihr der Sprache näher gebracht werdet, je nachdem wie euer Level ist. Und am Nachmittag und am Wochenende könnt ihr an Aktivitäten teilnehmen, die euch dann die Kultur und das Land etwas näher bringen. Diese Aktivitäten können sehr unterschiedlich sein. Wenn wir jetzt einmal in die Winterreise reinschauen, ist diese in 2 Wochen gegliedert. In der ersten Woche besucht ihr zum Beispiel ein Izakaya, lernt, wie ihr euch in einen Yukata einkleidet, probiert Kalligrafie aus, macht eine Teezeremonie mit und erlebt natürlich die wunderschöne Winterbeleuchtung von Tokio. In der zweiten Woche geht es zum Karaoke, ins Ghibli-Museum. Ihr könnt euch an einem Rätsel in einem Escape Room ausprobieren und macht einen Ausflug zum Berg Fuji. Je nachdem, an welchen Aktivitäten ihr teilnehmen wollt, danach richtet sich auch ein bisschen der Preis der Reise. Ihr könnt aus 3 verschiedenen Kursen wählen. Das wären Bronze, Silber und Gold. Hier seht ihr, welche Sachen bei der Winterreise enthalten wären, je nachdem, welchen Kurs ihr wählt. Die Preise hören sich natürlich erstmal sehr hoch an. Allerdings sind darin auch die Unterkunft enthalten für eure Zeit in Japan, der Sprachschulunterricht, der in Japan ziemlich teuer ist, und natürlich auch die Eintrittspreise und die Kosten für die Aktivitäten. Außerdem gehört zu dem Paket eine Reisekrankenversicherung sowie die Fahrtkosten zu den einzelnen Aktivitäten. Die Mitarbeiter der Sprachreise stehen euch natürlich auch jederzeit zur Verfügung und helfen euch bei Fragen oder Problemen weiter. Eure Freizeit könnt ihr soweit selbst gestalten. Die Mitarbeiter geben euch aber auch Tipps und Anregungen, was ihr machen könnt, und sagen euch, wie ihr von A nach B kommt. Auch schon vor der Reise könnt ihr euch mit Gogo Nihon in Verbindung setzen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Dieser Service ist kostenlos und die Antworten kommen meistens recht schnell. Nun aber erstmal genug an Informationen. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben, den ihr jetzt auf meinem Blog online findet und wo ihr alles nochmal in schriftlicher Form wiederfindet. Schaut also vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Kommen wir nun zu den Aktivitäten, die ihr bei einer Sprachreise durchführen könnt. In Zusammenarbeit mit Gogo Nihon durfte ich an 2 Workshops teilnehmen, die mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Zuerst ging es zu einem Wagashi-Workshop. Im Tagagiya in Shibamata, was etwas außerhalb von der Tokioter Innenstadt liegt, konnten wir selber ausprobieren, japanische Süßigkeiten herzustellen. Zuerst haben wir kleine Mochi-Kugeln geformt, sie auf einen Spieß gesteckt und dann geröstet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mit Kinako, braunem Zucker und Sojabohnensirup konnten wir diese dann dekorieren und essen. Das war wirklich sehr lecker. Dazu gab es noch grünen Tee. Als zweites probierten wir uns dann an Nirikiri Wagashi und versuchten, eine Kirschblüte zu formen. Erst wurde uns alles erklärt und gezeigt und wir haben die Kirschblüte alle zusammengeformt. Dann durften wir das Ganze noch einmal selber probieren ohne Anleitung. Bei Fragen wurde uns natürlich immer geholfen. Die Erklärungen des Mitarbeiters vom Tagagiya waren alle auf Japanisch, aber relativ leicht verständlich. Zudem hat uns der Mitarbeiter von Gogo Nihon alles auf Englisch übersetzt und so konnten wir alles super nachvollziehen. Eine unserer Kirschblüten konnten wir dann zusammen mit einer frisch aufgegossenen Tasse Matcha genießen. Die andere durften wir mit nach Hause nehmen. Der Workshop hat sehr viel Spaß gemacht und es war wirklich sehr interessant, einmal selbst ausprobieren zu können, wie man diese japanischen Süßigkeiten herstellt. An
einem anderen Tag ging es dann zu einem Taiko-Workshop, für den wir nach Ryogoku fuhren. Zuerst wurde uns die Geschichte der japanischen Trommeln erklärt und für was diese verwendet wurde. Und dann durften wir selber ausprobieren. Auch hier erfolgte die Erklärung vorwiegend auf einfachem Japanisch und der Gogo Nihon-Mitarbeiter übersetzte fleißig für uns. Allerdings mussten wir vorwiegend auf die Töne achten, um welche Schläge zuerst kamen. Dafür brauchte man keine Sprachkenntnisse, sondern einfach nur ein wenig Taktgefühl. Dong, Kong, Dong, Kong, Dong, Kong, Dong, Kong, Se, Ah! Uns eine eigene Melodie, die wir alle zusammen in der Gruppe spielten. Das hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem als wir auch am Ende in die passende Kleidung schlüpfen konnten und so das richtige Festivalgefühl bekamen. 1, 2, Taiko-Trommeln hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dabei sehr viel gelernt und möchte es irgendwann noch einmal ausprobieren. Bei den Aktivitäten war ich zu Gast in den verschiedenen Reisegruppen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Gruppen hielten sehr gut zusammen, es haben sich Freundschaften gebildet während der Zeit, als alle hier waren und ich wurde auch sehr gut aufgenommen. Alle waren sehr sympathisch und hatten Spaß während ihrer Reise in Japan. Wenn ihr nun selbst darüber nachdenkt, an einer Sprachreise in Japan teilzunehmen, dann schaut doch mal bei Gogo Nihon vorbei. Dort gibt es immer neue Angebote und wie schon gesagt, die Mitarbeiter beraten euch auch gern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet neue Informationen bekommen. Wie immer würde ich mich über Däumchen hoch und Kommentare freuen und schaut natürlich auch auf der Seite von Gogo Nihon vorbei, denn neben Sprachreisen gibt es dort auch sehr viele Informationen zu Sprachschulbesuchen und anderen Dingen rund um Japan. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald!